ist ein etwas merkwürdiger Start für so eine Videodokumentation von einem Coffee Racer Umbau, aber ich habe ja mehr oder weniger ganz plötzlich Lust bekommen, den ganzen Umbau mit Videos zu dokumentieren. Und ja, man sieht, es ist schon einiges gemacht worden. Aber ich wollte jetzt anfangen, das Ganze einfach mal ein bisschen zu filmen und ja, zu teilen. Das ist der Rahmen von einer Honda CB750 RC01, Baujahr 1981. Und ja, der ist, wie man sieht, gesandstrahlt worden. Das habe ich selber gemacht. Gestern wurde der Loop hinten eingeschweißt. Und ich bin total zufrieden damit. Ist echt gut geworden. Ich habe das Ganze jetzt mal, ja, grob zusammengesteckt, um zu sehen, wie das Ganze aussieht. Und ich kann jetzt mal, ich habe hier gerade zufällig eine Felge. So sieht das Ganze dann aus, wenn das Rad drin ist, ungefähr natürlich. Und ist auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es wollte, dass die Mitte der Radnabe ein bisschen weiter geht, beziehungsweise dass der Loop früher endet als die Mitte der Radnabe, weil das meiner Meinung nach ja am ästhetischsten aussieht. Ich wollte jetzt nicht den Loop so lang haben, dass er noch weit oder beziehungsweise ja am Ende des Hinterrads endet. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Die Felgen, das ist jetzt nicht die Felge, die es im Endeffekt wird. Die Felgen, die ich dafür verwenden werde, sind momentan mein Pulverbeschichter und werden matt schwarz. Und ja, die kann ich wahrscheinlich morgen abholen. Am Montag. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das Video im Endeffekt hochladen werde. Aber ja, hier sind noch weitere Teile, die ich pulverbeschichten lassen möchte. Die werden alle matt schwarz. Zum einen hier die Sturzbügel. Die habe ich mal versucht zu sandstrahlen, aber der Chrom ist sehr hartnäckig. Das ging nicht so einfach. Die müssen dann wahrscheinlich chemisch entlackt werden, entchromt werden. Und ansonsten habe ich hier Motorhalter, den Ständer. Den Hauptständer lasse ich weg. Da kommt dann der Batteriekasten hin, wo der Hauptständer angeschraubt wurde. Dann halt Motorhalter und ja, so Kleinteile eben. Das Stück vom Rahmen hier, von der rechten Seite, wird ebenfalls schwarz gepulvert. Der Rahmen generell wird auch schwarz gepulvert. Schwarz matt alles. Und ja, beim Rahmen brauche ich halt noch ein paar Aufnahmen im Endeffekt, die angeschweißt werden müssen. Für einen Fender beispielsweise oder eine Querstrebe für die Sitzbank im Endeffekt. Und daher kann ich den Rahmen selbst jetzt noch nicht pulverbeschichten lassen. Aber die Schwinge ist auch soweit fertig fürs Pulvern. Die habe ich auch gesandstrahlt und abgeschliffen, damit ja, der Stahl ja, was glatter ist. Und weshalb ich mir aber noch nicht sicher bin, ist, ob ich die Halterung für den Kettenschutz dran lasse oder den noch abflexe. Ja, da geht es mir eigentlich um den TÜV, ob der dann im Endeffekt meckert. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ich denke auch eben, ich werde den noch abflexen, die Halterung. Und ja, so viel zum momentanen Stand. Heute soll es darum gehen, dass ich zeige, wie ich den Zylinderkopf, den ich im Endeffekt für den Motor verwenden möchte, auseinanderbaue. Ich habe jetzt 3 Stück. Das war der erste, den ich hatte. Der wurde schon geplant. Die Dichtfläche, da wurden 0,45 mm abgenommen. Und da habe ich leider erst im Endeffekt gesehen, dass der Zylinderkopf kleine Risse hat am Zündkerzengewinde, eigentlich auf jedem Zylinder. Hier. Hat mich geärgert. Im Endeffekt hätte ich vorher nachgucken können, klar, aber habe ich einfach nicht dran gedacht. Passiert. Und ja, heute werde ich dann den Zylinderkopf auseinanderbauen. Ich werde die Ventiltassen bzw. die Shims oben beschriften, damit ich weiß, welcher Shim auf welchem Zylinder Einlass und Auslass ist. Ich werde dann die Einlassseite, den ersten Zylinder beispielsweise, der Einlassseite ist dann 1.1, das erste Ventil, 1.2 das zweite, Einlass, erstes Ventil,
zweiter Zylinder 2.1, 2.2 und so weiter und so fort. Bei dem Kopf werden die Ventile alle eingeschliffen, die Ventilschaftdichtungen werden erneuert und der Kopf wird geplant beim Motorenaufbereiter. Und ja, wenn mir jetzt nichts anderes noch auffällt, bleibt es dabei. Dann, also klar, ich wollte auch die Kanäle, die Auslasskanäle, die sind ziemlich verrußt, säubern mit dem Dremel. Und ja, die Zylinderbank, die ich verwenden werde, ist die hier. Die ist gut in Schuss. Das ist noch ein Standardmaß. Die Zylinderbank wurde noch nicht aufgebohrt. Hier wird auch die Dichtfläche zum Kopf geplant. Und ich werde jeden Zylinder mit der Hohnnahle kurz hohnen. Und die Kolben selbst bekommen alle ein neues Set Kolbenringe. Und ja, dann sollte das soweit alles gut funktionieren. Für die Demontage habe ich hier so ein Set. Das haben wir, glaube ich, mal auf dem Flohmarkt gekauft. Damit geht das echt gut. Das habe ich schon für den anderen Kopf verwendet. Und ja. Ich habe jetzt 6 Ventile rausbekommen von 16, ja. Oder? Ja. Ja. 6 Ventile sind raus. Die Einlassventile, da habe ich kein einziges rausbekommen. Die sind hier alle noch drin. Sieht man, glaube ich, nicht so gut. Ja, das liegt halt daran, dass die Ventile sich verformt haben und hier oben dicker geworden sind. Hier. Und ja, dann nicht aus ihrer Führung raus können, sage ich mal. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, die rauszubekommen, aber ich werde die danach auch nicht nochmal verbauen. Ja, aber ich denke mal, ich werde genug Einlassventile haben von den 3 Köpfen jetzt, dass da was zusammenkommt. Und ja, hier sind die kleinen 2 Klipse, die das Ventil mehr oder weniger ja, mit der Feder, mit den Ventilfedern verbinden.
und die Tasse. Ja. Man sieht auch, der Kopf ist echt verkohlt. Ja, das ist jetzt der Zylinderkopf. Die Einlassventile, wie gesagt, sind nicht rausgekommen, leider, weil die sich verformt haben. 2 Auslassventile ebenfalls nicht. Moment. Ja, die kommen nur bis hierhin raus, werden sich dann oberhalb der Führung verformt haben, sodass sie zu breit sind, mehr oder weniger, um da durchzukommen. Ja, das ist wieder was Arbeit, aber das lässt sich auch beheben. Die Ventile kann man danach, aber also ich würde sie danach nicht nochmal verwenden. Und ja, man sieht aber, dass der Kopf an sich sehr verkohlt ist. Und ja, das liegt daran, dass im Endeffekt Öl in den Brennraum gekommen ist. Und so kommt es dann hier zu diesen Ölablagerungen, die schon ziemlich ja, gravierend sind, sage ich mal. Aber das sollte ja nicht mehr der Fall sein, wenn ich das Ganze neu mache und die Zylinderwände bzw. die Zylinderlaufbahn hole und neue Kolbenringe verbaue. So, ich habe mir jetzt mal hier den Dremel zur Hilfe geholt mit einer Stahlbürste, um den Zylinderkopf mal ein bisschen zu entrußen und zu gucken, ob der Zylinderkopf Risse hat. Ja. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen gesäubert mit dem Dremel. Tatsächlich, oder? Hier meine ich was Kleines zu erkennen. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht. Entschuldigung, falls nicht. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Kamera, wenn ich mehrmals oder öfters so Videos hier mache. Und ja, jetzt bin ich selber im Licht. Ja, so sehen die Zylinder aus. Beziehungsweise der Zylinderkopf der jeweiligen Zylinder. So, ich habe jetzt gerade eben mal den dritten Zylinderkopf, den ich habe, auseinandergeschraubt, beziehungsweise demontiert. Und da sind tatsächlich alle Ventile rausgegangen, hat mich echt gefreut. Und der Kopf selber hat keine Risse bei den Zündkerzengewinden. Und jetzt werde ich mal die Ventilschaftabdichtungen rausnehmen, weil die auf jeden Fall erneuert werden. Und ich versuche die Ansaugstutzen zu entfernen.
Also, dabei belasse ich es dann für heute. Ich habe jetzt alle Ventile raus aus dem Kopf. Glücklicherweise gingen noch wirklich alle raus. Die Ansaugstutzen ab, die Ventilschaftdichtungen sind raus. Die Standbolzen der Krümmer müssen noch ab. Die müssen raus fürs Plan, weil die ein wenig überstehen nach oben. Und das macht aber dann der Motorenaufbereiter. Aber ansonsten ist jetzt beides fertig, um weggegeben zu werden und geplant zu werden. Und ja, danach werde ich die Ventile einschleifen, die Kanäle des Zylinderkopfs mal ein bisschen säubern, neue Ventilschaftabdichtungen reinmachen und ja, so viel dazu.